Ja, sehr, sehr bitter, aber die Sache ist die, dass wir einfach nur weitermachen müssen. Es ist keine andere Wahl. Das trübe und bedeckte Wetter hier in Dortmund-Brakel trifft die schwarz-gelbe Stimmungslage ganz gut nach dem 1:2 gestern gegen Eintracht Frankfurt. Auf dieses Spiel wollen wir heute den Deckel drauf machen und damit herzlich willkommen zu unserem Spieltagsrückblick. Wir haben gleich noch Emre Can am Mikrofon, starten aber mit den Stimmen gestern unmittelbar nach dem Schlusspfiff. We can't let our game be that open. I think we can score many more goals. They can score many more goals. Wir hatten so viele Torchancen und vor allem Situationen, die hundertprozentige werden müssen, die wir, ich würde jetzt mal sagen, in einem guten Dutzend unsauber zu Ende spielen. We have to be more decisive in our play. We have to control it more. You know, it was back and forth. Ja, ich glaube, dass wir zweite Halbzeit mit dem Ball zu unsauber waren, zu unkonzentriert, technisch einfach nicht gut genug. Muss man vielleicht auch sagen, da sind vielleicht an andere Mannschaften auch voraus. If a game is open like this, you can't be sure of winning. So that's what's disappointing, that we don't control it better. Enttäuschung bei den Spielern, Enttäuschung auch bei Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz. Und auch er bemängelt unter anderem die fehlende Präzision im eigenen Spiel. Also ich fand auch, dass wir technisch nicht ganz sauber waren, dass wir sehr viele unnötige Ballverluste haben. Die Möglichkeiten, die sich geboten hatten in Kontern oder in so Halbkontersituationen, die haben wir dann nicht zu Ende gespielt. Wir sind recht gut ins letzte Drittel gekommen, haben es dann aber vermisst, präzise das Ganze zu Ende zu spielen. Da, wo wir schießen mussten, haben wir versucht, nochmal zu passen. Da, wo wir passen mussten, haben wir dann versucht zu schießen und nochmal aufzuziehen. Und anstatt vorne dann ins 1 gegen 1 zu gehen und nochmal was zu versuchen, spielen wir den Ball quer durchs Zentrum und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir den einen oder anderen Konter uns einhandeln. Wir sind sehr enttäuscht heute mit dem Spielausgang, haben uns sehr viel vorgenommen. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, besonders in der Startphase. So kann man sagen, dass es eine unglückliche Niederlage war, aber durch die Vielzahl an Chancen dürfen wir uns da nicht beschweren, dass wir 2 Gegentore kassiert haben. Soweit die Stimmen von gestern. Wie Emre Can das Spiel mit einer Nacht Abstand bewertet, das seht ihr jetzt. Emre, mit einer Nacht Abstand, wie fällt da heute die Bewertung des Spiels gestern gegen Frankfurt aus? Da hat sich ehrlich gesagt nicht viel verändert, leider. Sehr, sehr enttäuschend für uns. Ich glaube, es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Das wissen wir alle und ja, wir haben es einfach am Ende dann, glaube ich, nicht verdient, auch das Spiel zu gewinnen. Obwohl es so ein offenes Spiel war, obwohl beide Seiten einige Chancen hatten, hat Eintracht mehr Tore geschossen und darauf kommt es an. Und ja, sehr, sehr bitter, aber die Sache ist die, dass wir einfach nur weitermachen müssen. Es ist keine andere Wahl. Und am Dienstag geht es schon wieder weiter und ja, da wollen wir auf jeden Fall eine Reaktion zeigen. Du hast das offene Spiel angesprochen. Außerdem gestern war viel zu hören, dass du ein bisschen die Präzision in eurem Spiel fand. Das hat ein Spieler gesagt, hat Edin auch gesagt. Wie lässt sich das erklären, weil es ja nicht nur 1-2 Spieler waren, sondern auch sich so ein bisschen durch die Mannschaft gezogen hat? Ist das eine Sache vielleicht vom Kopf her oder vielleicht auch körperlich, dass man oder nicht in der Lage war? Wie kann man das erklären? Das würde ich auch gerne wissen. Ich glaube, darauf habe ich auch keine Antwort. Es ist einfach so, dass wir viele Möglichkeiten, glaube ich, gestern hatten, wo wir vielleicht 4 gegen 3 zum Beispiel gegen die Verteidigung anlaufen und dann der letzte Ball kommt nicht. Der wird irgendwie geblockt und das gestern irgendwie zu oft passiert. Und wir haben gestern auch, finde ich, zu oft die falsche Entscheidung getroffen. Im letzten Drittel vor allem, wenn wir irgendwie schießen konnten, haben wir nicht geschossen, haben wir noch einen Haken gemacht. Oder wenn wir abspielen konnten, haben wir vielleicht geschossen. Und das müssen wir auf jeden Fall verbessern. Das müssen wir sehr schnell verbessern, glaube ich. Und ja, jetzt sind in der Bundesliga noch 7 Spieler. Wir müssen versuchen, das Beste draus zu machen. Wir müssen versuchen, klar, alle zu gewinnen und dann wird man sehen, was am Ende passiert. Du hast aber auch schon gesagt, Dienstag schon wieder Champions League, morgen geht es schon direkt los. Das ist natürlich ein Highlight. Wie schwierig ist es dann jetzt, so ein bisschen den Bundesliga-Frust abzulegen und in diese Champions League-Lust zu kommen? Also ich glaube, wir spielen nicht umsonst professionellen Fußball und wir spielen nicht umsonst so lange auf diesem hohen Niveau. Ich glaube, wir sind es schon gewohnt, irgendwie jeden dritten Tag fast Fußball zu spielen und deswegen ist es jetzt nicht schwierig. Wir
ja, wie ich gesagt habe, wir können enttäuscht sein, wir können vielleicht noch heute enttäuscht sein, aber morgen müssen wir zu 100% den Fokus auf Manchester City legen. Ich glaube, das ist vielleicht die beste Mannschaft der Welt zurzeit und da müssen wir auf jeden Fall zu 100% da sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir vielleicht leiden können im Spiel, dass wir vielleicht viel laufen müssen, dass wir aber kämpfen müssen und ich glaube, klar, jeder denkt, okay, Dortmund, die sind abgeschlagen, die werden das Spiel verlieren. Das kann auch ein Vorteil für uns sein. Ich glaube, wir müssen an uns glauben, wir müssen als Mannschaft da agieren und müssen einfach nur alles geben. Deckel drauf aufs Spiel gegen Frankfurt, volle Konzentration auf die Champions League. Wir werden für euch natürlich wieder ausführlich aus Manchester berichten und bereits morgen macht sich ja der schwarz-gelbe Tross auf die Reise. Bleibt mir nur noch übrig, euch schöne Ostertage zu wünschen und bleibt gesund.